Hallo Leute, da bin ich wieder. Diese Olivenholz-Baumscheibe habe ich, wie auch die letzte Baumscheibe von Olivenholz, auf eBay bekommen. Die Scheibe ist gerissen, wie man aber trotzdem so einen sehr schönen, einzigartigen Krautstich daraus machen kann, zeige ich euch in diesem Video. Als erstes entferne ich rundherum die Baumrinde. Übrigens habe ich in meinem letzten Video auch schon so einen ähnlichen Tisch gebaut, etwas kleiner und mit schwarz eingefärbtem Epoxidharz. Den Tisch werde ich auch am Ende des Videos kurz einblenden. Mit der Drahtbürste entferne ich noch in der Mitte den morschen Bereich. Die gerissene Baumscheibe wird ja wieder miteinander verklebt. Damit die Löcher mit den Dübeln in die gleiche Position auf beiden Hälften gleich sind, werden diese Zentrierhilfen eingesetzt. Die beiden Hälften werden bündig nebeneinander gestellt und dann zusammengedrückt, sodass sich Abdrücke auf der anderen Seite bilden. Jetzt können die Löcher für die Dübel gebohrt werden. Im Innenbereich der Baumscheibe bohre ich noch zusätzlich mehrere Löcher, damit das Harz da auch noch reinfließen kann und somit auch von innen in das Harz eindringen und es stabilisieren kann. Auf den zu verklebenden Bereich genug Holzleim auftragen und die Holzdübel können nun eingeschlagen werden. Den Holzleim gründlich verteilen und die zweite Holzhälfte kann auch eingeleimt werden. Die zwei Hälften sollten nun genau ineinander passen. Die Dübel in die Löcher stecken, andrücken, mit dem Hammer zusammenklopfen und mit den Zwingen anziehen und das Ganze über Nacht trocknen lassen. Übrigens werde ich das ganze Material und das Werkzeug in der Videobeschreibung verlinken, falls es jemand nachbauen möchte. Der Tischboden wird aus dieser 10 mm Multiplex-Platte bestehen. Die Baumscheibe wird auf die Platte gelegt und rundherum nachgezeichnet. Da ich nicht möchte, dass die Tischunterplatte sichtbar ist, kürze ich sie um ca. 1 cm rundherum. Die Stichsäge erledigt die Arbeit. Das Epoxidharz soll zwischen Tischplatte und Baumscheibe überall reinlaufen, aber nicht rauslaufen und deshalb kommt rundherum am Rand Silikon. Jetzt kommt die zugeschnittene Unterplatte auf die Baumscheibe drauf und das Silikon wird am Rande verstrichen. Um das Ganze auch wirklich stabil zu machen, habe ich noch einige Schrauben reingedreht. Der offene Bereich in der Baumscheibe ist nun auch geschlossen und es kann mit dem Epoxidharz Gießen losgehen. Das Epoxidharz in der Mitte der Baumscheibe soll eine goldene Farbe bekommen. Um das zu erreichen, habe ich goldenes Farbpulver besorgt. Und schon eine kleine Menge Pulver reicht und das Epoxidharz wird richtig cool golden. Erst gieße ich nur ca. 300 ml des Harzes hinein, damit es überall hineinfließen kann und ich den Innenbereich des Holzes mit einem Pinsel bestreichen kann, um das Ausgasen des Holzes zu verhindern, damit sich später keine Luftblasen im Harz bilden können. Dann habe ich noch Holzreste im Inneren verteilt, um Epoxidharz zu sparen, das Ganze über Nacht trocknen lassen und dann noch eine zweite Schicht Epoxidharz drüber gegossen. Das Ganze wurde dann auch über Nacht trocknen gelassen. Jetzt kommt noch die letzte Schicht goldenes Epoxidharz drauf, um das Holz im Inneren zu verdecken. Mit einem Brenner entfernt man noch die Luftblasen. Ich habe das Harz nicht bis zum Rand aufgefüllt, sondern noch ca. 5 mm übrig gelassen. Warum ich das so gemacht habe, könnt ihr gleich sehen.
Ich habe das Harz ca. 24 Stunden trocknen lassen. Es ist noch leicht bappig und somit ideal, um das Blattgold daran befestigen zu können. Ich habe nicht beabsichtigt, das Blattgold flächendeckend über das Harz zu verteilen. Es sollte der Effekt eines goldenen Spiegels entstehen, der zersprungen und am Verwittern ist. Und ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Über das Ganze kommt jetzt noch klares Epoxidharz. Um es blasenfrei zu bekommen, stelle ich es noch in eine Unterdruckkammer. Übrigens habe ich die auch selbst gebaut. Das Video stelle ich euch oben rechts in die Infobox. Wie man gut sehen kann, wird dem Epoxidharz die vorhandene Luft und somit die Blasen entzogen. Ja, und jetzt kann auch das glasklare Epoxidharz über das Blattgold gegossen werden. Mit dem Heißkleber sorge ich dafür, dass das Epoxidharz nicht über die Baumscheibe rüberläuft. Die letzte Schicht habe ich jetzt 3 Tage richtig gründlich durchtrocknen lassen, weil das Harz im Trocknungsprozess noch etwas leicht schrumpfen kann. Der Heißkleber ist schnell entfernt und mit dem Bandschleifer und 80er Papier fange ich an, das überschüssige Epoxidharz abzutragen. Übrigens, Freunde, wenn euch das Video gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr mir Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo hinterlassen würdet. Danke schon mal im Voraus. Für den weiteren Schritt wird der Exzenterschleifer und 120er Papier benutzt. Dann folgt 240er, 400er, 600er, 800er, 1000er, 1500er und 2000er Papier. Das Finish habe ich dann mit 3000er und 5000er Papier gemacht. Nachdem das alles geschliffen wurde, wird noch das Epoxidharz und die Baumscheibe poliert. Und das Ganze mache ich mit der Autopolitur. Und somit ist die Baumscheibe fertig. Was nur noch folgt, ist das Einölen später. Den Unterboden wollte ich nicht so hell lassen und habe ihn deshalb dunkel gebeizt. Der Tisch braucht natürlich auch Beine. Ich habe mich für welche bei Amazon entschieden und die sind 40 cm hoch. Jetzt noch die Bohrpunkte markieren, vorbohren und dann können auch die Einschraubmuttern reingedreht werden. Ich habe mich für M6er Einschraubmuttern mit einer Länge von 15 mm entschieden. Ja, jetzt nur noch die Schrauben reindrehen und die Tischbeine sind auch befestigt. Leute, jetzt beginnt meine liebste Arbeit. Ich liebe es, Holz einzuölen. Und gerade Olivenholz hat so eine geile Struktur und Maserung. Ich finde, das sieht einfach umwerfend aus. Und Freunde, was sagt ihr dazu? Gefällt euch der Tisch? Ich finde ihn wirklich umwerfend. Übrigens, der Tisch hat die Maße von 63 x 55 cm und eine Stärke, eine Dicke von 6 cm. Ja, wie vorhin schon gesagt, hoffe ich, dass euch das Video und vor allen Dingen der Tisch gut gefällt. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo sehr, sehr freuen. Danke schon mal im Voraus.
Am Anfang des Videos habe ich ja schon gesagt, dass ich euch diesen kleinen Beistelltisch auch nochmal im Video zeige. Ja, das ist jetzt der goldene und der schwarze kleine Epoxidharztisch. Ja, ich finde, die passen auch ganz gut zusammen nebeneinander als ein einzelner Couchtisch, oder? Ja, das war's auch schon. Ciao und bis zum nächsten Mal.